Wir sind jetzt endlich wieder unterwegs. Also wir haben soweit alles fertig, was wir fertig haben wollten. Ja, vielleicht nicht ganz alles, aber das Wichtigste. Und was wir noch machen müssen, das haben wir uns jetzt einfach mitgenommen zum Fertigmachen und das machen wir jetzt halt unterwegs. Also wir sind jetzt auch noch eine Weile in Deutschland, ich denke mal gut noch einen Monat. Genau, wir wollen noch ein paar Freunde besuchen und dann wollen wir uns Ende des Monats wahrscheinlich Richtung Süden aufmachen. Ja, aber alles ganz gemächlich. Wir sind halt immer sehr langsam unterwegs. Wollten vielleicht auch noch mal hier in Deutschland klettern gehen, weil das waren wir bisher halt noch gar nicht. Irgendwie so Harz hatten wir uns mal ausgeguckt oder je nachdem. Also da sind wir noch ein bisschen offen. Was wir halt auch gelernt haben, wir dürfen nicht zu viel planen, weil das ist wirklich so eine Lehre, die wir in den letzten Jahren so mitgenommen haben. So geplant ist halt, wir wollen halt von Deutschland in die Schweiz, Italien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Türkei, Georgien. So ungefähr ist die Route. Also kein Plan. Ne, doch, ich finde schon, dass das ein bisschen ist ein Plan. Ja, aber kann sich halt auch nochmal ändern. Also das werden wir dann halt sehen. Das wird sich jetzt auch nochmal ergeben, wo wir lang fahren und so. Ja, wo wir überhaupt hin können. Der Christopher arbeitet ja hauptsächlich remote, also er braucht auch einen sicheren VPN. Und jetzt ist es gerade noch zu klären, inwieweit, in welchen Ländern er arbeiten kann, also aus rechtlichen Gründen. Ja, innerhalb der EU ist es halt an sich wohl kein Problem, aber das wird sich jetzt halt die nächsten Tage halt nochmal klären. Ja. Und dementsprechend müssen wir unsere Route vielleicht nochmal umplanen oder auch nicht. Das ein bisschen anpassen. Genau, das wird sich halt zeigen. Aber das ist halt das Gute, wenn man so mit im Camper lebt. Da ist man halt echt flexibel. Also, und wir sind halt froh, jetzt endlich wieder mal unterwegs zu sein. Das ist schon ein schöner Luxus. Schönes Gefühl. Ja, ne? ist schön. Ja, finde ich auch. Ja, eine Sache von denen, was wir halt noch nicht fertig haben, ist halt noch so ein bisschen, also so Internet-Krimskrams, was wir anbauen wollten. Und WLAN-Verstärker haben wir uns noch zugelegt. Also hier so ein Teil ist eigentlich ziemlich cool. Also es hat eine eigene Antenne hier. Das kann man so raufschauen. Wir haben es auch schon ausprobiert. Also da kann man wirklich in Gebiete, wo man weit weg ist vom WLAN, bestimmt so 100 Meter weg, wo du mit dem Telefon gar nichts mehr reinbekommst, dann macht das Ding halt noch ein super Netz. Also so, das Einzige ist halt, es ist halt Camping-Krimskrams und die Verarbeitung ist vielleicht nicht die beste, aber das Gerät funktioniert super und super einfach. Und da müssen wir jetzt noch einen Platz für suchen, weil ich will es halt auch nicht permanent draußen dran haben, weil das irgendwie auch blöd ist, das reißen wir uns dann wahrscheinlich irgendwo ab. Sehr wahrscheinlich. Ja, genau. Und deswegen müssen wir halt mal gucken. Es muss aber auch einfach sein, wenn man das immer rauskramen muss, dann hat man auch keinen Bock, das anzubauen. Und dann wollen wir halt noch so ein paar LTE-Antennen. Also wir hatten vorher hier immer so eine, hier solche MIMO-Antenne. Die ist aber halt nicht richtig wasserdicht. Die hatten wir dann immer so im Fahrerhaus hingestellt, so den besten Empfang gesucht. Und jetzt wollen wir uns halt permanent oben so eine Antenne raufbauen. So in 2 Positionen, einmal direkt oben auf dem Auto, dass man die aber auch runtersetzen kann, wenn man dann irgendwie zwischen Bäumen fährt oder sowas, weil gleiche Probleme, sonst wird die auch irgendwann abreißen. So, und da sind wir halt gerade bei. Da haben wir noch ein paar, irgendwie so eine kleine Mini-Router haben wir noch und den müssen wir noch parametrieren, damit das läuft. Und ja, das ist dann heute so unsere Tagesaufgabe bei strahlendem Sonnenschein. Ja, wir sind jetzt endlich Richtung Süden gefahren, also bis nach Uelzen. So weit sind wir also noch nicht gekommen. Hier auf dem Platz am Oldenstädter See standen wir schon ein paar Mal und finden das hier immer wieder wahnsinnig schön und ruhig und sehr idyllisch. Mein neuer kleiner Freund. Aber gestern waren wir ein bisschen überrascht, weil hier plötzlich eine Großveranstaltung war, der Osee-Triathlon. Und deshalb waren hier wirklich zahlreiche Radfahrer, Schwimmer und Läufer. Und das hat uns dann doch etwas sehr überrascht, dass hier so viel los war. Aber es war schon ganz witzig, so mit Musik und ganz vielen Leuten, die hier dann eingelaufen sind an dem Kiosk vorbei und dann wurde gejubelt. Also es war ziemlich lustig.
Ja, und der Weg um den See, der ist auch wahnsinnig schön. Hier gibt es immer wieder so kleine Buchten, wo man dann sitzen und baden kann. Oder auch so ein Baumerlebnisweg. Also es ist sehr interessant, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall mal herzukommen. Ja, unser Kühlschrank hat leider den Geist aufgegeben. Wir haben ihn gerade mal ausgemacht. Also er kühlt noch ein bisschen das Eisfach, aber der Rest wird halt überhaupt nicht mehr kalt. Das hatte sich schon so ein bisschen angekündigt, das haben wir schon vor einer Woche festgestellt, aber wir dachten, das ist zu voll, der Kühlschrank oder sowas. Aber das scheint der Kompressor halt, also der Kompressor arbeitet, aber ich habe den Verdacht, da ist nicht mehr genug Kältemittel drin und dass das halt ausgetreten ist, dass es deswegen nur noch diesen oberen Bereich vielleicht kühlt. Und jetzt wollten wir eigentlich mal irgendwie so einen Kältetechniker oder sowas, haben auch ein paar Läden hier in Uelzen, wir sind gerade in Uelzen übrigens, immer noch durchtelefoniert und haben aber nichts, also keiner, der uns wirklich helfen wollte, weil die alle sagen halt immer nur neu kaufen, keiner will reparieren. Und jetzt hatten wir noch einen gefunden, einen Kältetechniker, aber der ist halt gerade ausgeflogen, den müssen wir morgen früh nochmal anrufen. Vielleicht haben wir da Glück und er kann uns weiterhelfen. Wir waren jetzt hier ein paar Tage am See, haben das schöne Wetter genossen, ein bisschen gearbeitet. Aber jetzt soll es weitergehen Richtung Süden, Richtung Harz. Ja, wegen dem Kühlschrank hat sich leider noch nichts ergeben. Aber wir haben jetzt einen neuen Kontakt und mal sehen, ob der uns weiterhelfen kann. Wir sind jetzt etwa 20 Kilometer nördlich von Bad Harzburg und von hier aus können wir den Brocken sogar schon sehen. Es ist echt ein tolles Gefühl, endlich wieder in den Bergen zu sein. Ja, obwohl man über Berge ja auch streiten könnte. Ja, Ne? Also so als Österreich oder Schweizer würde man wahrscheinlich den Brocken noch nicht als Berg bezeichnen, glaube ich. Da wäre es ein Hügel. Aber er ist immerhin 1100 Meter, 1140 Meter. Ja, genau, 1140, glaube ich. Genau. Und ja, für uns als Flachländer ist das schon ein Berg, ne? Das stimmt. Ja, und wir suchen jetzt auch gerade so nach ein paar Wanderrouten und wollen natürlich auf jeden Fall auf den Brocken. Ja, das ist das Ziel gesetzt, ja. Genau, und ins Okertal, da soll es nämlich ein paar tolle Kletterrouten geben. Ja, wir sind gerade sagenhafte 4,5 Kilometer weiter gefahren zum nächsten Parkplatz. Also hier ist so eine Burg und sowas. Ja, wir wollten jetzt halt noch nicht weiterfahren zum Harz oder nach Bad Harzburg, weil morgen soll schlechtes Wetter sein, heute schon zu spät. Und da sind halt die Parkplätze alle so teuer, muss man für alles bezahlen. Deswegen bleiben wir jetzt ein bisschen vor Bad Harzburg noch stehen und warten morgen ab, glaube ich, wenn es morgen regnet, und gehen dann darauf den Tag auf den Brocken, weil bei Regen haben wir auch keine Lust. Auf der Bank stand gerade, das ist hier der schönste Platz zwischen Harz und Heide. Ich glaube, seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen, weil die Aussicht auf die Nordzuckerfabrik ist dann doch nicht ganz so schön. Ich habe dich gesucht, ich habe dich verloren. Ja, das sieht echt fast wie ein Labyrinth, aber es ist cool gemacht. Also die Anlage ist wirklich wahnsinnig schön gemacht. Die haben hier nur die Wege gemäht und alles andere wächst einfach so wild, wie es eben wächst. Und es ist ein kleines Paradies für Schmetterlinge, Insekten und Vögel. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Oh, Stempel zum Sammeln. Gib mal her, deine Hand. Oh, der stempelt sogar. Es wird gefühlt immer wärmer, auch wenn hinten langsam schon Wolken reinziehen, aber wieder mal keine Sonnencreme benutzt, ne?
Das sind echt nicht unsere Temperaturen. Nee. Und das Schlimmste ist, unser Kühlschrank ist kaputt. Immer noch. Also nicht mal ein Kaltgetränk erwartet uns, wenn wir zurück sind. Nein, kein Eis, kein Kaltgetränk. Ah. Nächste Woche dann wieder. Ja.